So, Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Bei mir war Tadej Pogačar, schaut her, hat mir dieses Paket hier vorbeigebracht, die Lusche. Und darin befindet sich die neue Go Ultra von Insta360. Die werde ich jetzt mal auspacken und gleich mal draußen auf dem Fahrrad ausprobieren. Ja, hier an der Seite am Karton haben wir ihn auch nochmal mit seinen Luschenkollegen von UAE. Packen wir mal das Ding aus. So schaut es aus. Ein riesen Karton hier. Zack. Dann haben wir hier nochmal die Box. Die ist auch magnetisch. Hier so zum Einklappen. Ja, zack. Und hier, schau mal her, noch eine Autogrammkarte vom Tadej, von meinem alten Kumpel. Aber ich fahre nicht mehr mit ihm. Er ist mir zu langsam geworden. Und man muss immer mit schnelleren Leuten fahren. Dann haben wir hier lauter schöne kleine Geschenke noch. Schau her, da haben wir einen Remote Ring, das ist dann dieser Auslöserring, per Bluetooth verbunden mit der Kamera, kann man die Aufnahme starten und stoppen, kann man sich an den Finger tun oder an den Lenker. Dann haben wir hier eine Schutzfolie fürs Display. Was haben wir noch? Irgendeine Halterung noch, genau, da kann man dann diese gängigen Schraubverbindungen anbringen und kann es an einen Verlängerungsstick zum Beispiel anbringen, die Kamera. Dann haben wir hier die Halterung für den Magneten. Man hat einen Magneten als Umhängekordel oder als Kette quasi und kann dann die Kamera auf die Brust schnallen. Jetzt geht mir hier der Platz aus mit den ganzen Kartons. Mensch, da. Und hier haben wir noch eine Halterung für den Lenker. Das ist natürlich für mich äußerst interessant, weil das kann man dann an Lenker oder an Rahmen oder wo auch immer dann hinmontieren, zusammen mit der Kamera. Ist natürlich äußerst hilfreich und natürlich das Herzstück. Oh, das ist schon aufgegangen. Zack, ich habe es natürlich auch schon mal ausgepackt. Ist jetzt nicht mehr ganz so original verpackt, aber alles noch da. Hier Anleitung, ein paar Aufkleber haben wir von Insta und der übliche Kram. Ja, Think Big. Und da drin versteckt sich dann das Goldstück. Machen wir mal auf hier. Tada! Und hier haben wir dann die Go Ultra im Case. Kann man dann hier, wenn man drauf drückt, rausnehmen. Das ist magnetisch. Ja, das ist gleichzeitig auch das Ladecase. Kann man immer wieder zurück tun zum Aufladen. So, und das kleine Teil wird jetzt mal ausprobiert. Schauen wir mal, was es kann. Vor allem bei Nacht. Ja, willkommen zurück. Heute kleines Video, kleine Runde. Es geht hier am Kanal entlang. Hier sind schon die ersten Angler. Petri Heil. Ich will heute mal ein bisschen hier die neue Insta360 Kamera testen. Die Go Ultra. Und zwar warten wir jetzt dann noch ein bisschen, beziehungsweise fahren in die Dunkelheit. Weil die hat ja auch diesen Pure-Modus. Das ist dieser spezielle Modus für Nachtaufnahmen. In meinem letzten Video, in dem Bangkok-Video, wo ich am Flughafen war, hatte ich den leider gar nicht aktiviert. Von daher waren jetzt die Aufnahmen dort nicht ganz so toll, aber immer noch besser als mit einer herkömmlichen Actioncam. Also so eine DJI Osmo oder eine GoPro hätten da komplett versagt. Aber ich hatte diesen Pure-Modus gar nicht aktiviert. Das habe ich jetzt hier bei der Go Ultra aktiviert, die hat es nämlich auch. Und die habe ich jetzt hier am Helm montiert. Mit so einem Band, also überall wo ich hinschaue, wird dann auch gefilmt. Und ich muss mal meinen Handschuh ausziehen. Das Ganze kann ich dann hier am Handy kontrollieren, wie ihr hier seht. Ja, dann habe ich also hier die Vorschau. Gucke ich nach links, geht die Kamera auch nach links. Hier die schönen Graffitis vom FCN, 1. FC Nürnberg. Ja, ist ganz witzig. Die hat auch so ein Case, wo man die dann magnetisch wieder verpacken kann und dann wird sie dort geladen. Also es ist heute einfach mal ein Test. Ich will das Ding mal ausprobieren. Ich habe mich noch nicht so arg damit beschäftigt. Und ja, für die heutige Fahrt jetzt hier am Abend ist das ganz okay. Mal schauen, was die so drauf hat.
Und ich wollte jetzt heute noch eine kleine Gravel-Runde hier machen mit dem Canyon Endurace, mein Pendlerrad und Reiserad für Flugreisen. Gut, in Bangkok hatte ich das Rad dabei, aber das habe ich ja schon erklärt. Ich wollte da eine Kleinigkeit reparieren lassen für einen schmalen Taler. Deswegen hatte ich das mit dabei. Der Flug hat mich ja nichts gekostet. Also der Transport fürs Rad war ja inklusive. Von daher musste ich es halt nur zerlegen und wieder aufbauen. Wobei das Aufbauen hat auch der Radladen gemacht. Ich habe denen einfach die ganzen Teile gegeben. Ich hatte keine Lust. Und dann haben die das alles brav für mich gemacht. Aber normalerweise nehme ich hier das Canyon jetzt. Ist zwar schwer, ist ein Alurad, aber ja, für die paar Reisen ist es okay und ist robuster und stabiler. Von daher ja, ist das eigentlich ganz okay. Mit dem war ich auch auf Malta, auf Bali. Also für solche Zwecke reicht es. Wir wollen ja dort keine Rekorde brechen und irgendwelche Koms holen. Die hole ich sowieso nicht mehr in meinem Alter. Also irgendwelche Schwachsinnskoms irgendwo im Wald, wo 5 Leute drüber gefahren sind. Gibt es also Spezialisten, die ständig im Wald sich irgendwelche Segmente raussuchen, wo sie dann auf Biegen und Brechen sich den Komm holen. So Ü50er Fahrer ist dann noch einmal so das letzte Aufbäumen, bevor der absolute körperliche Verfall stattfindet. Müssen sie sich noch mal beweisen mit Mitte 50. Ja, also das wollen wir nicht mehr. Ich spule ganz normal meine Kilometer runter. Ich mache mir hier kein Terz mehr. Ja, und ja, jetzt fahren wir mal hier ein bisschen Richtung Süden am Kanal entlang. Da geht es dann irgendwann zur Schleuse am Hafen. Die kreuzen wir dann. Und dann ja, noch ein bisschen weiter. Und dann wird es ja jetzt eher relativ schnell dunkel. Mal gucken, vielleicht so eine Stunde, 1,5 fahren wir. Und gucken mal, was das Teil dann in der Nacht kann. Oh, da hat ein Joint geraucht. Ui, das hat sehr süßlich gerochen. Uiuiui, was immer noch hier die Wolke. Allmächt. Coffeeshop in Amsterdam lässt grüßen. Immer noch. Ich krieg's immer noch. Heftig. Ja, genau. Und dann schauen wir mal, weil hier ist ja auch gar keine Beleuchtung dann. Also da haben wir dann nur die da drüben fahrenden Autos. Das ist die Südwesttangente. Aber hier ist gar keine Beleuchtung. Da bin ich mal gespannt, ob das dann überhaupt geht. So, möchtest du auch irgendwann mal Platz machen? Sehr gut. Ja, nicht zu früh, ne? Die sehen einen immer erst, wenn man kurz vor ihnen ist, ne? Das ist erstaunlich. Also die schauen anscheinend nur 3 Meter voraus, die Leute mal. Dann tauchst du auf einmal vor ihnen auf und huch, wo kommst du denn her? Es gibt noch andere Menschen hier auf dem Planeten. Ich dachte, ich bin alleine. Das ist immer erstaunlich, wie die Leute unterwegs sind. Egal, also, genug geredet. Wir wollen es nicht zu lang machen, es ist schon wieder lang. Gelaber, Rhabarber. Und jetzt heizen wir mal hier ein bisschen über den Schotter und warten, bis es dunkel wird. Ja, hier ist die besagte Schleuse. Da geht es jetzt drüber. Weil wir müssen auf der anderen Seite weiterfahren. Ist aber ganz lustig, wenn hier Schiffe kommen. Bleiben die Leute immer stehen und gucken. Die kommen hier rein, kommen dann, werden hier hochgepumpt. Auf der anderen Seite geht es weiter. Und auch wir fahren jetzt auf der anderen Seite weiter, und zwar hier. Oh, für Räder verboten, warum? Was ist hier schon wieder? Oh, Baustelle. Oh, da müssen wir mal gucken.
Na gut, heute ist Samstag, abends, da arbeitet keiner mehr. So, wollen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Normalerweise kann man hier wunderbar entlang donnern, aber ich sehe schon, hier ist irgendwie entweder gesperrt oder es wird enger. Kann man hier durch? Ne, da kann man gar nicht durch. Ja, das ist ja bescheuert. Also komplett gesperrt hier. Ach komm, ja, und gibt es eine Umleitung? Wäre halt auch ganz schön. Ich will halt einfach nur, hey, da vorne hört es doch eh schon wieder auf. Ach Leute, ist doch bloß das kurze Stück bis zum Brückenpfeiler. Da kann man da drüben entlang, oder hier ist auch Baustelle, aber die drüben. Ja, da fahren wir da drüben lang, okay. Also einmal umkehren, auf der anderen Seite an der Mississippi Queen vorbei, da vorne hier, der Schaufelraddampfer. Okay. Ja, wenn man länger hier nicht lang fährt, schon hat sich irgendwas verändert, irgendeine Baustelle offen oder sonst irgendwas. Na gut, kleiner Umweg. Wir müssen wieder auf die andere Seite, einmal über die Schleuse wieder zurück. Und jetzt die paar Minuten hier habe ich jetzt schon festgestellt, ist der Akku von dieser Kamera, die jetzt am Helm ist, auf 61% gesunken. Aber man kann sie ja dann immer gleich aufladen, wieder in dem Case. Das musst du natürlich dabei haben. Aber ging jetzt so rapide runter. Die war voll aufgeladen, 100%. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange man damit ohne Case filmen kann. In einem Stück bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich habe mich noch nicht ganz befasst damit. Es gibt aber noch ein Video bestimmt. Und dann werde ich das Ganze noch mal detailliert erörtern und auf Herz und Nieren prüfen. Jetzt geht es erstmal hier lang. Ich glaube, hier bin ich auch noch nie lang gefahren. Ich bin immer da drüben lang. Weil ja dann da auch der Weg, der weiterführende Weg Richtung Süden geht. Und hier kommst du dann irgendwo oder ins Hafengebiet, wo man eigentlich nicht hin möchte. Und mal schauen, wo man da auf die andere Seite dann wieder kommt. Na gut, es ist wie es ist, fahren wir halt hier lang. Ja, das ist jetzt irgendwie komisch gemacht hier. Also da oben wären wir normalerweise jetzt wieder über die Brücke gefahren, aber da war auch gesperrt. Naja, jetzt fahre ich hier voll durch den Hafen, Hafenstraße. Ja, auch Nürnberg hat einen Hafen, obwohl es nicht am Meer liegt, aber wir haben den Kanal hier, wo einige Containerschiffe und auch nicht Kreuzfahrtschiffe, aber wie nennt man die? Ja, diese kleinen Übernachtungsschiffchen da, die fahren dann Richtung Budapest und solche Geschichten oder nach Passau. Also ein bisschen Schifffahrtsverkehr ist hier schon auch, aber ich wollte eigentlich am Wasser entlang fahren. Jetzt fahre ich halt hier durch die hässliche Hafengegend, aber es ist wie es ist. Hier ist wenigstens nichts los und ich habe ein bisschen Asphalt unter den Rädern hier. Ja, jetzt muss ich doch wieder zurück hier. Es ist sehr seltsam alles. Da hinten, wo ich jetzt lang gefahren bin, da war dann Dead End. Da ging es auch noch mal weiter. Jetzt bin ich hier zwischen den Kanälen gefangen. Links ist ein Wasserkanal, rechts ist der Hauptkanal und ich bin dazwischen. Jetzt probiere ich es doch oben über die Straße, weil ich fahre hier normalerweise nicht lang. Ich hätte wahrscheinlich die Hamburger Straße runter gemusst, aber die ist jetzt da drüben noch ein ganzes Stück weiter. Hatte ich jetzt auch keine Lust. Jetzt probiere es mal über die Straße. Es wird ja wohl ein Weg runtergehen. Bei der Gelegenheit, wir haben Gegenwind, teste ich jetzt gleich mal hier. Ach nee, ich bin ja verbunden mit einem externen Mikro. Jetzt wollte ich mal das Internet probieren. Können wir später dann mal machen. Ich sehe gerade, ich bin über Bluetooth mit meinem DJI hier verbunden. Ja, und so sieht die ganze Geschichte dann aus mit diesem Stirnband. Das ist ein magnetischer Clip. Da kann ich diese Kamera, die auch magnetisch jetzt in dem Case hier drin ist,
rausnehmen und dann an den Clip heften. Und dann kann ich überall hinfilmen, wo ich auch hingucke. Aber jetzt habe ich sie mal in das Case rein, damit sie ein bisschen geladen wird. Und ja, jetzt sind wir wieder oben an der Hauptstraße und probieren mal den anderen Weg. Ja, diese Schiffe hier meinte ich, wie nennt man denn die? Ausflugsdampfer oder Touristenschiffe hier, die haben sogar Bordrestaurants, sieht man das? Oh, ich bleib mal stehen. Ich glaube, ich kann sogar zoomen mit der Kamera. Machen wir jetzt mal ein bisschen hier einen auf Voyeur. Mal gucken, wo war das? Kann ich das nicht irgendwo zoomen? Oh ne, markiert. Ach, keine Ahnung. Ich habe mich, wie gesagt, noch nicht so ganz befasst mit dem Teil. Ja, da unten. Da liegen sie vor Anker, machen einen Ausflug nach Nürnberg in die Altstadt. Ja, und wir sind hier in der Baustelle gefangen. Da wird irgendwie eine neue Brücke gebaut, beziehungsweise ist eine Behelfsbrücke. Die hier wird irgendwie saniert oder ach, was weiß ich. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, da runterzukommen. Ja, also das ist ziemlich nervig hier auf die andere Seite zu kommen. Guck mal an, hier riesige Baustelle. Ich bin jetzt hier über 37 Ampeln gefahren. Musste hier auf die andere Seite. Jetzt geht es hier runter. Hier ist auch schon wieder gesperrt. Hier kann man auch nicht weiter. Fettes Gitter. Ich will eigentlich auf den Weg da runter. Also hier auf diesen Weg. Aber das geht jetzt hier hoffentlich runter. Da hinten ist schon das nächste Schiff. Da fahren wir jetzt auch gleich daran vorbei und dann war es das hoffentlich mit den Baustellen. Mann, oh Mann, oh Mann. So, ich habe es geschafft. Hier beschauliche Anblicke auf die Ladekräne oder den Kran. Hier wären wir normalerweise schön entlang gekommen, aber da hinten ist halt diese Baustelle. Was passiert hier? Oh, Fotoshooting. Wie alt war die? 14? Oh, herrlich. Aber professionell aufgebaut hier mit Fetzenkamera und Licht. So, hier ist der nächste Ausflugsdampfer. Ja, die liegen hier alle vor Anker und machen sich einen bunten in Nürnberg. Ja, komm, wir fahren mal ran hier und spionieren mal ein bisschen. Wie schaut es denn hier so aus? Hier ist das Vorderdeck, oder ne, ist das Heck, oder? Das ist das Heck. Ja, schön hier mit Terrasse. Bordrestaurant. Da war die Küche. Oh, man hat es gerochen. Es roch nach Frittierten. Hier geht's rein. Das ist die Lobby. Interessant. Bin noch nie mit so einem Ding gefahren. Oh, hier sieht man ein Zimmer. Da war das Bett. Hier auch. Ja, das sind wie so klein. Die sind ja super ausgestattet, wenn man, was man hier so sieht. Hier mit so kleinen Anrichtetischchen und Spiegel und schönes Bett. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man mal eine Fahrt machen. Die CH Basel ist das, Viking Skadi. Da vorne ist gleich der nächste. Ja, die kommen hier alle durch. Richtung Passau und weiter Budapest. Ich glaube sogar bis zum Schwarzen Meer geht doch das, wenn mich alles täuscht. Wir können jetzt hier hochfahren, aber ich fahre mal jetzt hier unten lang. Das wird zwar dann aus Schotter, aber ist ja egal. Der Rest der Strecke ist eh Schotter, aber hier sind noch ein paar so Dampfer. Hier die Cocktailbar. Heute geschlossen. Interessant. Ja, schon luxuriös anscheinend, aber irgendwie wäre das nichts für mich. Irgendwie meinen Urlaub auf so einem Dampfer zu verbringen, auf so Kreuzfahrt Touren, da war die Wäscherei. So Kreuzfahrttouren, wo man da tagelang dann auf dem Wasser ist und auf diesem Schiff gefangen und man sieht immer dieselben Leute und dann kommt man mal irgendwo hin, dann ist man 3 Tage an Land, macht irgendwie ein bisschen Ausflug und dann geht es wieder aufs Schiff. Ist wieder eine Woche irgendwie auf dem Dampfer. Also ich weiß nicht, was die Leute daran finden. Meins wäre das nicht. Ich will frei sein wie ein Vogel und tun und machen können, was ich will. Weil mit dem Radl rumfahren, aber nicht auf so einem Dampfer gefangen sein. Wie seht ihr das? Mögt ihr solche Urlaubsreisen auf der AIDA oder Karneval und was es da alles gibt? Also meins ist nicht. Da schaue ich mir lieber den Nürnberger Hafen an. Aber vom Festland aus, vom Rad.
Naja, keine Ahnung, was die da getrieben haben. So irgendwie haben die da geangelt oder was? Keine Ahnung. Aber die kampieren auch hier. Ist alles geboten hier. Ja, es wird schon dunkler jetzt. Also im Display sieht es noch schön hell aus. Vor allem jetzt hier am Horizont schaut es aus, als wäre da noch irgendwie die Sonne, die ein bisschen durchscheint. Ah, hier nochmal einer. Angeln. Mit Zeltangeln, das habe ich auch noch nie gesehen. Zeltangler. Ja, auf jeden Fall im Display schaut es wesentlich heller aus, als es in Wirklichkeit ist. Also es ist jetzt schon dusig, dunkel, also halbdunkel. Aber die Kamera fängt das gut ein. Wir warten mal, bis es richtig dunkel wird. Also arschdunkel quasi. Und dann schauen wir mal, was das Teil kann. Naja, der hat es auch wieder geladen. Moment, da kann man nämlich oben im Display antippen. Ja, die ist jetzt wieder bei 94%. Allerdings ist das Case, diese Ladeschale, jetzt auf 59 gesunken. Also, ja, ellenlange Aufnahmen kann man nicht damit machen, aber so eine Stunde, sag ich ja mal, hält das Ding locker durch, 1,5. Ich glaube, irgendwas gelesen zu haben von 120 bis 150 Minuten. Aha. Der E-Biker zieht hoch, als wäre es nichts. Ich habe 300 Watt drauf und er steht sogar noch auf, obwohl er einen Motor hat. So, das ist jetzt die andere Schleuse hier. Allerdings sind wir jetzt hier durch die Unterführung, bin ich auch noch nie, zumindest kann ich mich nicht erinnern. Aibach ist es hier. Aibacher Schleuse da drüben. Wir fahren jetzt am Kanal hier weiter entlang, da wird es jetzt halt wieder Schotter. Und dann hoffentlich auch richtig dunkel. Ja, eigentlich sehr schön zu fahren hier. Der Kiesel ist ganz fein, merkt man fast gar nicht, vor allem wenn man hier in dieser Fahrrinne fährt, wo es schon ein bisschen ausgewaschen ist. Rechts der Kanal, links der Wald, man hat seine Ruhe hier. Und es geht heller flach geradeaus. Also da kann man richtig schön Grundlage hier abspulen im Winter. Klar ist ein bisschen eintönig, aber du kannst halt ungestört hier lange Zeit am Stück fahren. Und ja, der geht ja ewig lang. Also ich weiß gar nicht, wo der genau hingeht. Der geht auch Richtung Donau dann runter, genau. Das ist ja der Main-Donau-Kanal, kommt vom Main, mündet in die Donau. Aber wo jetzt in der Donau, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber da kannst du ewig fahren, da kannst du locker deine 100 Kilometer machen, hin und zurück, kannst du bestimmt noch 200 machen, aber ja, bei steigenden Temperaturen wird es dann vielleicht etwas ungemütlich, aber heute ist schön, also hat zweistellige Temperaturen. Moment, schauen wir mal, es wird ein bisschen unscharf, ich muss hier mal ein paar Hut drücken, wo ist denn die Temperatur? Ah, der gibt auch schon langsam den Geist auf, reagiert nicht mehr so richtig. Ja, 7 Grad haben wir, okay. Ja, vorhin hat es aber 11, 12 gehabt. Naja, jetzt, wenn es dunkel wird, wird es dann zunehmend kälter, aber solange man sich bewegt, geht es eigentlich. So, ich möchte jetzt wieder umschalten hier, genau. Ja, also momentan schaut das Display noch sehr hell aus. Ich fahre jetzt auch ohne Licht, ich muss jetzt langsam mal das Licht anschalten, aber noch sehe ich was. Aber ja, es ist schon, also ich glaube, die GoPro, die hätte jetzt schon ihre Probleme. Ja, also ich bin positiv überrascht hier von dem Weg. Ich habe mir den viel schlimmer vorgestellt. Ich dachte, das ist so grober Schotter, aber das ist fast gar nichts hier. Das ist ziemlich platt gedrückt alles. Da kann man richtig schön ja, auch Tempo machen oder ja, zur Not könnte man auch in der Walle hier bolzen. Alles möglich. Und ja, das Canyon Endurace, das schlägt sich auch gut. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich mal oben in der Ecke.
Als ich in Bali war, habe ich das Rad mal vorgestellt. Wen es interessiert, kann sich das Video gerne mal angucken. Und ich schaue jetzt mal, wie weit ich noch fahre. Ich habe noch so eine Umhängekordel dabei, auch mit einem Magneten. Da kann man die Kamera dann hier irgendwo auf der Brust befestigen. Das werde ich jetzt dann auch mal ausprobieren. Aber jetzt werde ich sie mal wieder oben an das Stirnband hier klippen. Mal schauen, wie es dann aussieht noch jetzt. Es ist jetzt schon dunkel. Ja, im Display schaut es noch ganz gut aus. Und dann probieren wir mal den anderen Blickwinkel noch. Und dann werde ich mich da langsam wieder auf den Weg zurück machen. Es sollte nur eine kleine Runde werden. Einfach mal ein bisschen nochmal die Beine ausschütteln. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs, kam irgendwie auch nicht zum Radfahren. Jetzt abends ist halt dann schon dunkel, aber genau dafür ist so ein Weg hier perfekt. Da stört man niemanden, wird selber nicht gestört, kommt in keine Konfliktsituationen mit Autos. Und es geht ja immer nur geradeaus der Nase nach. Da kann man jetzt nichts falsch machen, beziehungsweise irgendwie in eine Unfallgefahr kommen, dass man jetzt hier irgendwo auf der Landstraße übersehen wird oder dass einer einen touchiert, wie sie es ja gerne so machen, unsere deutschen Autofahrer. Oh, da war wild unterwegs. So, ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich jetzt eigentlich bin. Ich bin irgendwo schon an Kratzwagen, Wotzeldorf vorbei. Keine Ahnung. Wir schauen mal, wann die nächsten Häuser kommen, wann wieder Zivilisation auftaucht. Momentan noch nicht. Da hinten sind ein paar Lichter. Ja, wir schauen mal. Und dann geht es wieder zurück. Dann testen wir noch die anderen Kamerapositionen. Und dann war es das vor dem Video. Ja, so sieht es dann hier auf dem Display aus. Ne? Hier drückt man dann auf Aufnahme und sieht dann auch das Bild. Quasi als Vorschau. Jetzt schaue ich mal hier in die Map hier rein. Wo bin ich denn hier? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind Penzendorf. Ja, wir sind jetzt schon hier bei Penzendorf. Das ist ja schon Wendelstein fast. Dann kommt schon Rednitz-Hembach. Also hier werden wir jetzt dann irgendwann mal kehrt machen und wieder zurückfahren. Hier ist der Kanal, das blaue. Ich hoffe, man sieht es. Ich habe jetzt natürlich nicht die Vorschau. Ich gehe mal so weit runter wie möglich mit dem Kopf. Na, hier, das blaue ist der Kanal. Und wir sind hier von Norden gekommen, fahren hier Richtung Süden. Jetzt fahre ich dann irgendwann wieder zurück. Jetzt muss ich bloß wieder zurück in den Modus. Ja, man hat es, glaube ich, gesehen. Genau, und jetzt drücke ich hier drauf, beende die Aufnahme und fahre noch ein Stück in die Richtung. Kehre dann irgendwann um. Ah ja, kurzer Nachtrag noch. Das hier ist diese Kordel. Das ist auch ein Magnet. Ja. Die hängt man sich dann um den Hals und diese Teller hier, die kann man auch drehen. Da kann man quasi den Neigungswinkel dann verstellen, dass die Kamera quasi mehr nach oben gerichtet ist oder mehr nach unten. Die kann man also um 180 Grad drehen, dass dann der Winkel passt. Das werde ich jetzt gleich mal umlegen. Probieren wir mal die Kameraperspektive aus und dann war es das so langsam. Ja, so, nimm das auf. Also das ist jetzt hier die Kameraperspektive vom Revers hier, also von meiner Jacke, also auf Brusthöhe mit dieser Kordel und diesem Magneten. Ist dann etwas tiefer, hat halt den Nachteil, dass nur nach vorne gefilmt wird. Ja, man sieht es hier, im Display kann es dann kontrollieren. Aber es ist immer noch hell, also durch das Licht, durch das Fahrradlicht erscheint das Ganze doch ganz gut. Wo sind wir jetzt hier? Hier ist ein größerer Platz. Vielleicht mache ich hier sogar die Wände jetzt langsam. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier rauskomme. Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen schief jetzt, glaube ich. Mal kurz anhalten. Glaube ich, ein bisschen schief, ne? Ah ja, genau. Ich habe die schief auf dem Magneten. Jawohl, jetzt ist gerade, ne? Ja, so schaut es aus. Gehe mal hier ein bisschen weg vom Licht. Da sieht man dann den Himmel. Also der sieht auf dem Display strukturierter aus, wie wenn ich so gucke. Also für mich ist das pechschwarz.
aber auf dem Display, da sieht man schön noch irgendwie die Wolkenumrisse und ein bisschen Licht durchschimmern. Also ich bin gespannt später dann, wie es aussieht auf dem Laptop. Und ja, für mich geht es jetzt zurück. Ich nehme die Kamera mal hier jetzt weg und zeige euch meine Visage noch. Ja, jetzt ohne Licht ist natürlich schwierig. Ich komme mal hier ins Licht, wie so der Flaschengeist. Der Flaschengeist. So, hier kommen auch irgendwelche angefahren. Servus. Die nächtlichen Radler. Okay, dann soll es das mal gewesen sein von dem Video. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Und vielleicht mache ich noch ein paar so Gravel-Videos über den Winter. Man muss sich ja irgendwie fit halten. Und den einen oder anderen interessiert es vielleicht. So Gravel-Videos sind ja in. Ne? Und ja, es ist auch bei Weihnachten. Könnt ihr gerne mal bei mir unter dem Video die Links abchecken. Amazon, könnt ihr gerne meinen Link verwenden. Ist kostenlos, kostet euch nicht mehr. Tut ihr mir was Gutes. Oder wer auch eine Insta 360 bestellen möchte, der kann das gerne hier auch unter meinem Video über den Link machen. Bekommen wir auch ein bisschen was davon, kostet euch auch nichts. Tut dem alten Frankenpedaleur was Gutes. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich schwinge mich jetzt wieder nach Hause und packe die Kamera wieder ein und bin gespannt auf die Aufnahmen, wie es aussieht auf dem Laptop. Und dann heißt, der Flaschengeist geht zurück in die Flasche. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. So, jetzt fängt es auch noch das Regnen an. Ich habe mir jetzt das nächste Teil hier auf den Kopf gesetzt. Eine Kopflampe, die habe ich zugeschickt bekommen. Die macht da richtig Rabatz. Da war ja mal ein extra Video. Passt mal auf, wenn ich jetzt hier die verschiedenen Modis anschalte. Die macht richtig Lärm hier. Gibt es auch ein Rotlicht. Hier, schau mal her. Die hat 4000 Lumen. Da kann man richtig den Weg ausleuchten. Und weit leuchten vor allem. Ja, probiere ich jetzt mal hier am Kanal aus. Ich hoffe, es kommt keiner entgegen, weil ich glaube, der ist dann sehgeschädigt hinterher. Ach ja, Freunde, und was ich noch vergessen habe, dass ich euch blenden wollte. Nein, ihr könnt die Insta 360 übrigens mit Rabatt erwerben. Es geht los am 20. November. Der Black Friday Sale bis 4. Dezember und danach geht es gleich weiter. Am 5. Dezember da kommt der nächste Sale. Da könnt ihr bis zu 160 € sparen. Ich verlinke das Ganze unten mal, den ganzen Kram. Schaut da mal rein, da könnt ihr Fett abstauben mit Discount, mit Rabatt. So, und ja, da könnt ihr euch so ein geiles Teil unter den Weihnachtsbaum legen oder bei jemand anderen unterm Baum. Ich leuchte mir jetzt den Weg hier durch die Bäume am Straßenrand. Und dann geht's in die heimische Küche, an den Herd. Ich habe Hunger. Bye bye. Sie wieder zurückgebracht auf ihren Dampfer.